Gugge Wii, also die Älteren unter euch werden sich noch erinnern, dass ich versucht habe, alle Nintendo Directs nochmal anzuschauen in der Retrospektive. Und 2012 erschienen wirklich eine Menge Nintendo Directs. Es gab schon 2011 welche, haben wir uns angeguckt, ne? Aber die letzten Directs, die wir im Jahr 2024 gerewatcht haben, waren die hier am 7. November 2012 und die Direct Mini über New Super Mario Bros. 2. Das heißt, wir haben eine Nintendo Direct vom 5. Dezember 2012 und da habe ich geguckt, ne? Die kann man sich hier angucken in, ehrlich zu sein, minderwertiger Qualität. Und ich habe die permanent einfach nicht gefunden auf dem Nintendo Deutschland-Kanal. Ne, Direct 2012, ich habe schon intensiv gesucht. Die anderen, die wir eben hatten, haben wir da gefunden, aber die aus dem Dezember gibt es nicht. Gab es die damals nicht? Wurde die gelöscht? Hier ist 2013, nicht 12, ne? Ich finde sie nicht. Gab es die damals überhaupt? Wir gucken uns also die englischsprachige Variante von Nintendo of America an. Die Nintendo Direct vom 5. Dezember 2012. Und die hatte schon so ein paar interessante Sachen. Film ab, gucke mir mal. Also vom Stil her. Die Spiele weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass Iwata da besonders aussieht. Okay. Hi again, it's Reggie from Nintendo. Hi Reggie. Wir können aber Untertitel anmachen. Kann man die auch automatisch übersetzen? Ja, automatische Übersetzung. Das heißt, es kann fehlerhaft sein, aber wird schon passen. It's been a little more than 2 weeks since the Wii U launched in the Americas, and the response from fans has been amazing. Die Wii U hat so einen krachenden Erfolg, ne? Ist ja Wahnsinn. The outpouring of excitement we've seen on Facebook, all of the communication and sharing that's das ist der Maßstab, die Reaktion auf Facebook. Taking place in Miiverse, images we see of people lining up in front of stores. It's been incredible to watch and tremendously gratifying. I was in New York for the launch event we held at the Nintendo World Store and had the chance to interact with some of you directly and see firsthand how excited people are about the system and the new experiences it offers. Dann ist ja alles in Butter, ne? Die Konsolengeneration ist gesichert. One of my favorite moments from that night was seeing all of the Miis congregating in Rockefeller Center. One Mii actually followed me home. Actually, I think he looks kind of like me. Guck mal. Sowas fehlt mir heutzutage. More than 400 days have passed between E3 2011, when we first introduced Wii U, and our launch in the Americas. It's been a very busy and exciting time at Nintendo. Von der ersten Vorstellung bis zur Veröffentlichung vergingen 400 Tage. Wie viele Tage werden zwischen der ersten Präsentation der Switch 2 bis zur Veröffentlichung folgen? Leute sagen ja, boah, im März kommt die neue Nintendo-Konsole raus. Bruder, hear me out. Rechne doch einfach mal mit 400 Tagen nach Ankündigung. Ich meine nicht Ankündigung, mit der Vorstellung. Ja. Heutzutage läuft die Sache anders als damals, ne? Auch die Switch war wie auch keine, vielleicht 100 Tage, ne, von der Switch. Die wurde Ende 2016 gezeigt und März 2017 kamen die raus. Naja, schon 120 oder vielleicht 150, maximal 200 Tage. Keine 400. Aber diesmal wird es vielleicht noch kürzer, der Abstand zwischen Vorstellung und Veröffentlichung. Und trotzdem rechnet man nicht damit. So schnell. Irgendwann nächstes Jahr, aber eher das Weihnachtsgeschäft als der Frühling. Keine Angst. And we truly appreciate the ongoing support of our fans. And on behalf of the entire Nintendo of America family, thank you. Bitte. Wii U launched in the Americas with more than 30 games. Boah. Over the next few weeks and months, we're going to double that number. We're excited about the list of games that are coming in the first part of 2013 and look forward to sharing some details about those titles today. Also, jetzt mal ohne Sarkasmus und Ironie, ne? Großes Problem von der Wii U war ja, ne, dass auch keine Spiele rauskamen und so weiter. Also, was er uns hier jetzt verkaufen will, es kommen so viele Spiele raus und die gucken wir uns jetzt mal an. Was wir uns jetzt angucken, dürfte ja eigentlich das Problem sein, ne?
Die Ursache, eine Mitursache für den Misserfolg quasi. We also have details about some Nintendo 3DS games that you'll have the chance to play in the new year. We've got a lot to cover today, so let's get started. Let's go. The LEGO gaming franchise has a long and storied history on Nintendo platforms, dating all the way back to the Nintendo 64 and Game Boy days. The next Lego Racer hatte ich für Nintendo 64 und Game Boy Color. Was willst du mir sagen? Lego? great LEGO adventure is LEGO City Undercover, which is coming exclusively to Wii U. Hätte ich aber nicht gedacht, dass es wirklich so ein gutes Spiel ist, ganz ehrlich. Das hatte ich nicht auf dem Schirm damals. Nö. Of next year. I was going to have Bill Trinan GTA für introduce Kinder. this, but he's been so busy talking up his Japanese skills that I decided he must want to spend more time in Japan. So that's where I've sent him. It'll be a while before he comes back. So to introduce this game and get this Nintendo Direct up and running, let's welcome in a familiar face in a way you've never seen him before. Mr. Iwata? Or should I say, Lego Iwata? Guck sich das Hello, an. I am Lego Iwata. I am very happy that today I can introduce Und dann diese Soundqualität. Bruder, die geben sich so viel Mühe mit der Animation. Halt Lego oder die Studios, die das animiert haben. Und dann nehmen die das nicht mit vernünftiger Stimme auf, oder was? Vermutlich haben die aber erst die Stimme gemacht und dann die Animation, ne? Das wäre sinnvoller. Trotzdem, naja. Nintendo Direct as Lego Iwata. Today we will bring exciting information directly to you. Ja, aber guck mal, das ist auch schon sehr viel liebevoller als die letzten Directs davor, denen so ein bisschen der Spirit fehlte. Ne? Das ist ja schon eine deutliche Weiterentwicklung. Wir sind ja immer noch im Jahre 2012. Ne? Also innerhalb von 2012 die Entwicklung der Directs von der Sehenswertigkeit. Deswegen wundere ich mich, könnt ihr euch erinnern, dass es diese Direct damals gab, oder ist die euch komplett neu? Weil ich, wie gesagt, finde die nicht. Wir haben 2012 alle noch nicht so intensiv Directs geguckt, ne? Das war wie, als hättest du einen Tweet gelesen. Ne? Also das war noch nicht der Hype, der kam erst. Ja, 2013 ging es dann schon los mit Hype. Thanks, Lego Iwata. Hey everyone, this is Eric from Nintendo's Treehouse. Da hat man and immer I'm noch here auf to talk to E3s you today gewartet. About some upcoming games for Wii U, starting with Lego City Undercover. There she is. Ich habe das mal gespielt auf der Switch. In Lego City Auf Undercover, Twitch. you play as Hero Cop Chase McCain. Hi there. 2, 3 Streams. Ja, war ganz gut. Doch. Aber ich konnte es nicht durchspielen. Also ich weiß nicht. Ich hätte es damals spielen müssen. Who has been called back to Lego City by the mayor to go after his old nemesis, Rex. Und ich werde auch von so einer Open World leider ein bisschen erschlagen. Es gab so viel zu tun, hier und da und überhaupt. Und der ganze Chat hat gesagt, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Irgendwie hat es nicht gepasst. Fury. The chief of police is furious to learn the mayor has gone over his head and put Chase on the case. But with crime once again running rampant in Lego City, Aber Chase schöner must go Humor. undercover to infiltrate Rex's organization Schöne Grafik. to bring it down from the inside. Gute To do Spielbarkeit. So, Chase will rely on a number of disguises that each offer unique Ja, da kannst du dich abilities verwandeln, das that will war help halt you auch sehr solve gut. puzzles and access new areas of the city. Im Stream bin ich auch abgelenkt mit sowas, ganz ehrlich. Da habe ich nicht so gut nachgedacht. Zum Beispiel, wenn du da was siehst, keine Ahnung, Steine, dann muss ich in den und den verwandeln. Ich habe das irgendwie, wenn du mehr permanent in den Chat guckst und dich unterhältst und dann bedankst du dich für einen Resub oder so und dann bist du abgelenkt, dann achtest du nicht mehr drauf. Also ein Stream, ich bin ja heutzutage auch eher, ich weiß, Streams sind ja momentan noch nicht wieder da. Ich werde schon noch wieder streamen, keine Angst. Ne? Aber momentan auf YouTube alle Hände voll zu tun, ihr seht doch, was ich hier mache. Dann werde ich vermutlich auch wieder mehr auf Spiele gehen, die ich halt schon kenne. Lieber replayen. Neue Erlebnisse machen, weil auch mal so ein bisschen die Idee von mir, Spiele zu zocken, die ich noch nicht kenne. Aber das ist irgendwie für meine Streamerfahrung, da müsste ich häufiger streamen. Wenn ich 4-5 Mal die Woche streamen würde, ja. Aber da sehe ich mich momentan nicht. Und deswegen. Nur deswegen hat Lego City Undercover für mich im Stream nicht funktioniert. Das wollte ich mal dazu sagen. Ich habe die As a Qualität construction erkannt. worker, firefighter, robber and more, Chase will have to go above and beyond the Call of Duty. Und das auch noch even in if it einer means cracking dünnen safes Wii or U-Zeit. rescuing kittens. But using a disguise is sometimes not enough. The Wii U gamepad controller becomes Chase's in-game police communicator. It acts as your map of Lego Ja, City, gut. allowing you to set Gamepad-Einbindung mal GPS-like wieder. waypoints and also receive police dispatches to provide new information and updates on the progress of your investigation. But possibly the coolest feature Und ich is sag's the ganz high-tech einfach. scanning function.
irgendwie auch ein erfüllendes Gefühl, wenn die ganze Zeit diese kleinen Lego-Teilchen aufploppen, die eingesammelt werden, die Geräusche. Kreativ. Und ich glaube, das ist das beste Lego-Spiel, was es gibt, ne? Danach bin ich ja eingestiegen. Lego Movie Video Game. Es hat sich ja noch weiter gesteigert, da kam der Kinofilm und das Spiel zum Kinofilm, was dann erstens mal nicht so gut war. Es war viel linearer und auch eigentlich gar nicht so spaßig wie das. Und dann, da wurden wir weggestrikt von Warner Brothers, ne? Die haben alles geclaimed, das hat mir richtig die Lust genommen. Ja, und danach die Spiele, die waren ja angeblich auch nicht mehr so gut, das hier war das Beste. Auch besser als die Vorgänger, irgendwie Lego Racers und wie die alle hießen. Ja gut, man kann auch über Lego Dimensions reden, aber das wird dann ein ganz anderer Spirit, das ist ja kein eigenständiges Spiel, da muss ja Sachen kaufen und dieses. Collecting vehicle tokens, Chase will have instant access to his favorite vehicles by using the Wii U gamepad as special vehicle columns. Ja, aber das ist ein gutes Rundumpaket, oder? Da ist echt viel drin. Super bricks are a new feature in Lego City Undercover. You'll want to find them and collect them to create Lego objects that will aid in your investigation and really bring Lego City to life. Und Lego City ist ja auch eine Marke, die es schon gibt, ne? Also das ist ja... Ich will trotzdem nicht dazwischen quatschen. Lego City ist ja auch so eine Untermarke von Lego, wo du die dann, also beim echten Lego bauen, ne? Als Kind, wenn ich das als Kind gehabt hätte, Bruder, ich habe als Kind immer Lego-Technik gebaut, immer noch mein Favorite. Aber als Kind so, keine Ahnung, deine Stadt immer vergrößern kannst mit dem und dem Laden oder an Straßen und so weiter. Das ist eine geile Idee. Hat irgendjemand von euch eine Lego City Kindheit gehabt? Abseits der Videospiele. Das ist halt stark irgendwo, ne? Und auf dessen Basis, vielleicht gab es den Chase McCain tatsächlich auch schon als Figur, bevor es die Spiele gab, würde ich mal tippen, ne? Rex Fury escaped. In the prison, he'll encounter some friends and, well, you'll see. Hey, are you Blue? I've had better days, Sonny. Ninjago ist ja auch sehr beliebt, I heard ne? you might know about Rex Fury. Rex Fury? That man owes me. For helping him escape? Why would I do that? Rex was my biggest customer until he disappeared, owing me Guck, for der a Humor. hot tub. Fantastisch. You know how difficult it Und das war auch mit deutscher Sprachausgabe, ne? Stark. is to smuggle one of them in. As you may have noticed, there are many familiar Lego vehicles and playsets that appear in the game. As an additional... Oh ja! Freunde. Welt seid mir gegrüßt. Welt seid mir gegrüßt. An einem wunderbaren Tag, an einem fantastischen Abend im Herzen von Europa. Ja, das habe ich ganz klar erkannt, das war die 42879. Ne? Und am Hintergrund, da war, glaube ich, noch zu sehen, da bin ich mir ganz sicher, eine abgeänderte Version, verblüffend, von der 77978. Bonus, Lego will be introducing a new playset to the Lego City franchise, High Speed Chase. Along with the Chase McCain minifigure and multiple vehicles to build, there's a special unlock code on the police SUV's license plate that, once entered in Lego City Undercover, will give you access to those special vehicles and bonus missions within the game. Lego City Undercover. Nur Lego allgemein ist so schweineteuer. Das wird halt auch von, keine Ahnung, von Großeltern für die Enkel gekauft und so. Das ist eine Wahl, Lego ist eine Marke. Aber wenn man sich da wirklich reinbegibt, ne, also die anderen Dritthersteller, die genauso gut sind, Dritthersteller, ihr wisst schon, die Konkurrenz, die genauso gut ist, aber nicht so bekannt, wie Blue Bricks und wie sie alle heißen, Kobi, einfach mal anschauen, wenn man da wirklich drin ist, weil die sind genauso gut und kosten nur ein Drittel. Okay, die Hälfte. Cover will be available in early 2013. Next up is Pikmin 3, Sommer. which is a game we really haven't talked about since Mr. Miyamoto announced it back at E3 2012. Since the original Pikmin was released back on Nintendo GameCube, the Pikmin series has always been known for its realistic graphics. But with the HD visuals of Pikmin 3 on Wii U, the Pikmin and the other creatures look even more detailed and alive in it. Das hat mir richtig wehgetan, wie der da durchläuft. Es war doch zu erwarten, dass der Punktkäfer jetzt zuschnappt, dass er sich einen Snack gönnt. Pikmin 3 on Wii U, the Pikmin Das macht and mir the other Schmerzen. creatures look even Mach more die detailed kaputt. and alive in action. Lauf doch nicht Today, so dumm durch die Also, we hab mich prepared richtig some aufgeregt images jetzt. showing the latest in-development visuals. We'll let you take your time and enjoy the scenery without any interruptions or distractions. Boah, der neueste Entwicklungsstand, Freunde. Hätte mir damals jemand gesagt, dass das Spiel dann auch im Nachfolger der Wii U als Deluxe-Version rauskommt. Zusammen mit Pikmin 4.
Pikmin 2 erschien ja so schnell nach Pikmin 1, aber Pikmin 3 war ewig ein Mysterium. So wie Terminator 3. Einfach mal die Gegend gezeigt, ne? Wie schön das aussieht. Pikmin 3 ist auch sehr schön, ehrlich. Also von der Schönheit, so von den Gegenden, den Gegner, Flora und Fauna, vielleicht das schönste Pikmin-Spiel. Auch die Atmo, die Musik, da passt vieles zusammen. Das schafft der 4. nicht. Knapp, aber der 4. hat auch wieder so viele Dungeons, das drückt natürlich. Der 3. ist einfach ein besseres Gesamtpaket, finde ich. Irgendwie schon. Spielerisch, ich mag ja auch Teil 1 und 2 sehr, aber ich muss so objektiv sagen, ist Pikmin einfach wirklich schön. Guck mal, neuer Krabbengegner. Der blubbert die Pikmin in die Blasen. Oder zeigen die in der Direct einfach mal 2 Minuten, wie du gegen so einen Krabbengegner kämpfst. Finde ich ehrlich. Applaus. Das ist halt auch geil. Guck mal hier, diese Atmo mit den Pilzen in der Dunkelheit. Creepy. Warum ist der nicht? Ich würde sagen. Der hätte schon längst schnappen müssen. Ja, aber Experten können jetzt vielleicht auch Unterschiede zur Finalversion feststellen. Gibt es diesen Ort überhaupt? Es gibt so dunkle Orte, aber ich hätte nicht gewusst, dass dieser Ort so groß war. War das nicht eher mit diesen Flammengegnern dann? Oder? Vielleicht gibt es den Ort gar nicht. Nicht die. Diese kleinen Schnecken, die über den Boden krabbeln. Das kommt mir ein bisschen unbekannt vor, der Ort, aber ich kann mich täuschen. Die spielen extra schlecht. Ja, das ist dieses, wo dieser Boss kommt, diese Motte. Aber vielleicht gibt es da Änderungen zur Finalversion. Der war doch auch größer, oder nicht? Und dass die alles selbstständig da hinten machen, ne? Dandori! Das war in Pikmin 1 und 2 noch gar nicht so der Fall. Dass du die Pikmin da beauftragen kannst, diese Goldstücke abzuholen. Das ist aber auch sinnvoll. Das ist eine gute Neuerung, würde ich sagen. Neuerung. Damals eine Neuerung gewesen, ne? Das wird halt so für das Zeitmanagement wichtig. Diesen Ort gibt es in der Form doch auch nicht. Glaube ich. Es gibt diese Seerosenblätter, aber jetzt hier so ein Stumpf, wo mehrere... Diesen Ort gibt es noch nicht. Das wurde noch geändert. Stark. Kommen die von selbst jetzt rüber? What'd you think? You may have noticed how rich the landscapes look, and maybe you saw some new, never Alter, die Wii U wird alle auseinanderreißen. before seen Mit Pikmin creatures. 3 haben sie gewonnen. As far as your objective in the game and what types of gameplay elements you can expect, we'll cover those at a Ich bin later date. so drauf stay tuned. gefreut, Pikmin 3, ne? Pikmin 3 will be launching in Q2 of 2013. I'm going to hand this over to Corey now, who has details about 2 games you'll be playing early in Ich glaube, 2013. das kommt mal im 3. Corey? Quartal erst, oder? Thanks, Eric. Another game coming to Wii U next year is Game & Wario. Wario and his familiar friends auch from Let's the Played, ne? WarioWare series have Gott, war created das scheiße. 16 unique games exclusively for Bevor ihr jetzt Gameplay seht, ne? Das war Nintendo Land 2. Man hatte, ihr wisst ja, Nintendo Land sind diese Minispiele, die nichts Halbes, nichts Ganzes sind. Und WarioWare sind einfach mehr von derselben Art, nur mit den WarioWare-Charakteren. Aber die aus Game & Wario sind halt so viel schlechter gewesen. Alter, kaum ein Spiel hat da Spaß gemacht. Vielleicht die Multiplayer-Dinger, aber die haben auch in Nintendo Land mehr Spaß gemacht. Wii U. These games are full of Wario's random humor. It's silly. Und ich dachte vor allen Dingen damals, WarioWare ist dead. Es gibt kein WarioWare mehr, wie es gab. Ja, auch da würde ich dem Vergangenheitsmarkus gerne Bescheid sagen und Entwarnung geben, ne? Dass wir sowohl Touch- als auch Bewegungssteuerungs-WarioWares in Zukunft bekommen. Ich hätte mich sehr gefreut. In a good way. All of these games leverage the benefits of two-screen gaming made possible by the Wii U Ja, also gamepad's Gamepad-Nutzung. integration Aber with the TV. die Spiele waren echt And all nicht games are played spaßig. using only the Wii U gamepad. Some of the games support up to 5 Skifahren, players, das but can be played together Taxifahren, using was only gab's da one noch? gamepad, without the need for any additional controllers. Today, I'd like to introduce 2 games from this collection. The first one is called Gamer, where you've got to complete instant action challenges. Das ist natürlich die Ausnahme. Da musstest du auf dem Gamepad WarioWare Minispiele spielen
Und natürlich, die kennst du als Smash Stage, immer wenn die Mutter kommt, um zu gucken, ob du heimlich zockst im Bett. Ich glaube, ZL und ZR drücken, damit du schläfst in der Zeit. Challenges reminiscent of the original WarioWare series. You play these games on the Wii U gamepad, but at the same time, you have to pay attention to what's on the TV screen. And if your mom comes in to make sure you aren't playing games after your bedtime, you'd better pretend to be sleeping. Das war auch sehr witzig, ne? Da habe ich dann auch mal relativ weit gespielt. Und auch hier, man freut sich allein über so einen Virtual Boy am rechten Rand. Ja gut, das erklärt jetzt aber Game & Wario nicht so gut, meine Güte. Single-player game. But if the player is focusing too much on the gamepad screen, other people in the audience can keep their eyes on the TV screen and help them out. It really can be fun playing together like this. This game is not your typical single-player game, and it's designed so others who don't hold the controller can also enjoy it. Another game, called Fruit, uses the same concept in an even more advanced way. Fruit, was war Fruit nochmal? Musst du mal nicht aufpassen? Ja, guck mal, einer klaut irgendwie aus einem Museum so eine Frucht und du musst den Unterschied erkennen oder so. This game's for 2 to 5 players, but most players don't even hold any controllers. Instead, they'll keep their eyes focused on the TV screen. The player holding the gamepad takes on the role of the thief and has to steal fruit on the TV screen while trying to blend in with the crowd and avoid getting caught in the act by the other players. Na, sowas finde ich aber auch eher nervig. Aber das Spiel ist jetzt nicht schlimm. Ne? Es gab welche, die haben nicht gut funktioniert, die waren absolut nicht spaßig. Das hier ist nur nicht mein Fall. The thief plays while looking at the gamepad screen, but others are watching the TV screen, so you can't immediately tell which one on the TV screen is the thief. The thief will do his best to avoid being caught by hiding in the crowd, behind buildings, or try to play tricks on your eyes by sticking next to someone that looks like his character. Mr. Iwata recently filmed a video where he played Fruit as the thief. We'll post that video to our Facebook page shortly. Let's see if you can guess which character Mr. Iwata is using to steal the fruit. Game & Wario Erstmal auf Facebook gucken, wie Iwata das spielt, ne? Includes a wide variety of games, from strict time attack style games to multiplayer party game and brain teaser type games. In 2008, Nintendo took the concept of active play to a completely new level, introducing a game and an accessory that turned living rooms into home gyms and paved the way for new categories of video games such as fitness and dance. I'm talking, of course, about Wii Fit. The next iteration of this franchise, Wii Fit. Oh nein, ich dachte, rede nur über Game & Wario. Das Let's Play, sag ich dir ganz ehrlich, ne? Game & Wario. Juhu! So eine alte Playlist, ne? Und jeder Part ist einmal ein einzelnes Spiel. Weiß nicht, was hier genau war. Das Ashley-Spiel auf einem Besen, das war nicht besonders. Das Ski war nicht besonders. Patchwork. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das Design fand ich ganz cool, ne? Da habe ich auch was richtig Krasses gemacht, ne? Keine Ahnung, du kriegst eine Aufgabe, zeichne auf dein Gamepad eine 4 Zentimeter lange Linie und dann musst du halt aus dem Gelenk und schätzen und dann guckt er dann, wie viel Millimeter das war und wie viel es abweicht. Camera, Taxi, Bowling, Pirates und Miiverse. Pirates war so langweilig. Das Gamer, das Bird ist auch wieder so. Und das sind die Multiplayer-Spiele, sag ich dir ganz ehrlich, gealtert, auf gewisse Art und Weise, aber rein aufs Spiel betrachtet ist Islands das ist das spaßigste Spiel, glaube ich. Wenn ich ein Spiel, es geht halt nur zumindest zu zweit, aber Islands war das spaßigste Spiel. Mhm. Wo sind wir stehen geblieben hier? You really ups the challenge, the number of activities, and the fun. Wii Fit U? There are a number of variations, additions, and improvements that set Wii Fit U apart from previous entries in the franchise. Chief among them is this, the Fit Meter. With this device, players can track other physical activity, a run in the park or a walk to work, for example, and then wirelessly upload the calories they burned into Wii Fit Es ist halt U. interessant, dass sie versucht haben, Since its inception, oder Wii das Fit einfach has gemacht proven haben, to be a complement or supplement mit to a healthy Quality lifestyle. of Life. And the Ne? Fit Meter lets you track all of your activity in one place and map Wii it back Fit U war ja directly dann to nicht your fitness erfolgreich. goals. Wii Aber Fit Ring U Fit offers Adventure 77 activities. auf der This Switch hat's gut includes verbunden. aerobic, strength training, yoga, and other activities from Wii Fit Plus, not to mention a number of activities new to Wii Fit U.
Also ich habe weder Wii Fit gespielt, noch Wii Fit U. This gives you a tremendous amount of variety Man sieht's mir an. when building your own personal routines. Ich musste eher kommen. Wii Fit U launches in the US in the first part of 2013. Next, Eric will wrap up the Wii U section of this Nintendo Direct with a look at some content for a Wii U launch title. Eric? Aber jetzt mal ernsthaft, ich habe das Video ja begonnen und habe gesagt, guck mal, wir sehen ja, wo das Problem liegt. Jetzt ist Lego City Undercover ein richtig gutes Spiel, Pikmin 3 auch. Aber jetzt Game & Wario und Wii Fit U waren jetzt nicht die Systemseller. Also auf denen kannst du diese Bürde nicht abladen. Das kannst du denen nicht aufschultern, die brechen dann darunter zusammen. Und wenn Lego City Undercover und Pikmin 3 das alleine stemmen müssen, die brechen dann wahrscheinlich auch zusammen. Das ist zu viel Last für die. Deswegen ist es so gelaufen. Ich glaube aber, die Probleme fangen ja schon vorher an, der Wii U. Wie alle wissen. Der Name war irritierend. Du konntest nicht direkt sehen, das ist ein Nachfolger. Switch 2, Wii U. Wir haben doch schon eine Wii zu Hause. Das Gamepad, das viele einfach im Vorhinein abgelehnt haben. Ne? Mit so einem Whopper will ich nicht spielen. Ne? Da denkt Nintendo zu viel an das Gute im Menschen, dass die Leute sagen, das probiere ich mal aus, ob es mir gefällt. Nee, viele lehnen das im Vorhinein ab, weil sie denken so, lol, was ein Scheiß. Ist doch so. Ich fand das Gamepad am Ende gar nicht schlimm. Oder auch zu Launch, ne? New Super Mario Bros. U, einfach damit gespielt, so kein Problem. Aber ich verstehe den Punkt. Ich verstehe alle Seiten, Ne? Und dann erst kommt die Software. Und die hat halt auch gedauert. Die richtig gute Software hat gedauert. Und dann kannst du mit Game & Wario jetzt die Leute nicht unterm Ofen vorlocken, ne? Das ist halt einfach wahr. Razor's Edge, we have some news for you. And for those who haven't Oder played, Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Here's an example of how the story continues to evolve. Over the next few weeks, we're Die Wii U hatte auch einige Ports, ne? Mr. Hayashi, the producer of Ninja Gaiden 3 Razor's Edge, das war doch eben video, which explains a bit more die about aus Dead or Alive, oder? in the game overall. Let's take a look. Hängt das irgendwie zusammen? この忍者ガイデン3レーザーズエッジはレーザーズエッジとサブタイトルの名の通りカミソリの刃を歩くような緊張感のある高難易度のハイスピードアクションゲームとして仕上げました。高い難易度に関しては我々開発者の皆さんのような厳しい戦いが待っていますので、ぜひ今回レーザーズエッジで追加された様々なYu Hayabusa。皆さん、Yu Hayabusaをエンディングまで見ていただきたいと思います。忍者ガイデン3レーザーズエッジでは今までのシリーズを彩ってきたくのいちのあやねがリアルキャラクターとして初めて参戦します。彼女専用のステージやストーリーも用意していますし、彼女で全ステージをプレイすることもできます。ぜひ彼女で忍者ガイデン3の世界を駆け回ってみたい。駆け回ってみて。Ist das nicht die aus Dead or Alive? Die sieht auf jeden Fall genauso aus. ゲームパッドでインポを直接起動したり、武器の装備を切り替えたり、またそれぞれの武器の技表を表示しながら戦うことができるようになっています。Rivalin von Kazumi。ゲームパッド単体でも遊べるようになってますので、ゲームパッドを使いながらこの忍者ガイデン3レーザーで楽しんでみてください。Nein, was ich sagen wollte, es gab ja viele Ports, irgendwie Assassin's Creed oder, ne? Das waren halt auch schon minderwertige Ports von PS4-Spielen oder PS3-Spielen. Damit konnte man halt nicht punkten auf der Wii U, ne? Das war einfach nicht möglich. Jetzt auf der Switch ist es egal. Auf der Switch juckt es niemanden. Entweder Spiele sind da oder sind nicht da. そこで終わりではありません。忍者ガイデン3レーザーズエッジはさらにあります。もう一人プレイヤブルキャラクターを皆さんに無料で配信する予定です。それはデッドアライブシリーズ。Das Kazumi. かすみ。彼女もこの忍者ガイデン3レーザーズエッジ で hängt doch zusammen, ne? 皆さんがオンラインつないでいただければこちらも Aber das andere Ayane auch daraus? Ich hab den Namen vergessen. Special thanks to Mr. Hayashi for taking the time to record that video. Okay, let's take a small step away from games for a moment to discuss two features coming to the Wii U that really unlock the power of the gamepad. First, we would like to give you additional information about the 360-degree panorama view we showed at E3. At E3, we halt showed lustig. you a video that was recorded in Italy that showed you what it was like to fly with birds. Similar to that, we're preparing several videos which let you see rare sights and situations you would normally experience in everyday life. For example, you can expect to see views of downtown London from a double-decker bus, or a tour of Kyoto on a rickshaw. In all of these videos, the players can actually feel like they're in those scenes. Panorama View will be available as Nintendo eShop paid download software. While the actual software won't be released until next spring, das macht man, also, wenn du das machen willst, dann mit einer VR-Brille. Several different scenes from this title on Nintendo eShop. After finishing development of the main Wii U hardware, we've been working on some new experimental projects. The next feature we want to talk about today is Aber nice try, coming Nintendo. to Nice Nintendo try. eShop, which resulted Hätte from klappen those können. experiments. Here, you can see a familiar Google map.
Most of you watching this Nintendo Direct have probably used this service from Google to look at places all over the world. Google Maps has a function called Street View, which lets you look around 360 degrees as if you were actually out. Ja, in Deutschland hat das ewig gedauert, bis es Street View gab, ne? Street View ist gruselig, ne? Eigentlich ist Street View nicht gut. Also es ist schon gut, aber es ist halt auch gruselig irgendwie, ne? On the street. We wondered what it would be like if you could see this Street View on the gamepad just as you can in Wii U Panorama View. This is how the project started. In order to give you a better understanding of how it works, we made a video with Mr. Iwata himself trying it out. Take a look. 京都駅南口です。新幹線線路を右手に見ながらしばらく西方向に進みます。ここから南西方向に10分ほど歩くと世界遺産にも登録されている東寺に到着します。京都市営地下鉄の十条駅です。Kyoto ist die Stadt, wo Nintendo gegründet wurde, ne? Und wo die bis heute noch da ist es doch. 任天堂の本社に到着しました。この映像もこの社屋 Da ist heute die Switch 2 schon drin, könnt ihr es glauben? Da ist sie dran. 地下のモーションキャプチャールー Da ist Mario Kart 9, Leute. ムで撮影しています。ちょっと日本から出てみましょう。これは NOA、任天堂オブアメリカ Okay, das wusste ich nicht, wie es aussieht. Ist ja flach. の本社ビルです。 Zeig auch Europa, komm schon, Frankfurt. シアトルのそばのレドモンドという場所にあります。そしてこちらに歩いていくと NOA の昔の社屋があります。この辺は駐車場とかありますけど、ちょっと歩いていきましょう。あ、任天堂と書いてありますね。ここ Ist doch heute nichts mehr, oder? ここが前の社屋の入り口ですね。皆さんにもより具体的な主要イメージを持ってもらうために、これを使って映像を撮影してみました。ご覧ください。これハワイにやってきました。海見えます。So hat das aufgenommen, ernsthaft. そしてこれはワイキキのホテ Ich wollte gerade sagen, so hätte das nämlich ausgesehen, aber das davor doch nicht. ル群ですね。はい。空青いですね。Google マップって海の中もあるところがあるんですよね。亀いますね。Echt? Auf Google Street View? Nee, oder? はあ、本当に海の中散歩してるみたいな気持ちになりますね。Guckt euch das an. Ich glaube, diese Wii U, die muss ich auch haben, oder? Sag das mal deinem Nachbarn. Lieber Friseur, haben Sie schon von dieser Wii U gehört? Da können Sie durch den Ozean laufen. Was? Das muss ich haben. 魚群が見えますね。ちょっと遠くを寄せで見たりとかもね、できます。 Fand die Idee cool, aber nicht cool genug. Ich kann Google Street View einfach so benutzen. As you can see, you can view 360 degrees freely by moving the gamepad in the direction you want to look. The gamepad provides a better connection between your movement and the view, and it really gives you a realistic feeling of a street view. Using the two screens of the gamepad and the TV, you can have the map in the TV and the street view in your hand. You can also switch the street view from your gamepad to a TV to share a higher resolution view with others. Using this function, you can virtually visit places all around the world from your own movement. Hopefully, you can take a virtual trip from your... Guck mal, dann würde ich sogar gar nicht mehr aufs Gamepad gucken, sondern auf dem Fernseher und dann trotzdem das Gamepad bewegen. So wie ich früher 3DS Let's Plays gemacht habe. Ich habe den als Controller in der Hand, aber ich gucke nicht auf den 3DS, sondern nur auf den Bildschirm. Your home to a place you've never been. This software will be available for download from Nintendo eShop in the first quarter of the next year. As you can see, there's a lot on the way for Wii U in 2013. Hopefully you saw a game or a feature that you're excited about. Okay, let's move over to Nintendo 3DS games. Corey's going to give us a look at Luigi's Mansion Dark Moon. Corey? Can you believe it's been more than 10 years since the last Luigi's Mansion adventure? The franchise jumps into 3D with Luigi's Mansion Dark Moon, which is coming exclusively to Nintendo 3DS. Es kommt auch für die Switch. The story finds Professor Egad researching the ghosts of Evershade Valley. But when the Dark Moon shatters,
the formerly friendly ghosts start running amok, and it's up to Luigi, armed with the Poltergust 5000, to solve this paranormal problem. To do so, the cowardly Luigi sets off to explore ghost-filled mansions. Cowardly Luigi. The spooky atmosphere of these dark mansions and all the furniture and objects Luigi interacts with are a perfect fit for the 3D visuals of Nintendo 3DS. The mansions are filled with puzzles and secrets, and Luigi will have to rely on a variety of actions to get through them all. The Poltergust 5000 can be equipped with a special strobe, which is key to capturing the ghosts. Only by flashing the strobe at the ghosts can Luigi start to suck them in, but the ghosts have devised countless different defenses. These timing and puzzle-solving elements add a lot of depth to the ghost fighting action. Luigi's Mansion Dark Moon will be launching in the spring of 2013, so stay tuned for more information. Da hat sich alles verschoben, ne? Die kamen alle ein bisschen später raus, als sie es hier sagen in der Direct. Luigi's Mansion 2 kam auch wann raus? Juli oder so, genauso wie Pikmin. Pikmin 3, Juli, 25. Juli ging es Let's Play los, aber es müsste auch übereinstimmen damit. Und Luigi's Mansion 2, okay, März, Ende März 2013. Back in 2006, Nintendo introduced a whole new generation to gaming, the older generation, with the original Brain Age, a game that was geared towards helping to keep your brain sharp. Oh! Maybe not all of Nintendo. Jetzt kommt mal was Interessantes, pass auf. Ich glaube, es gibt ja Dr. Kawashimas diabolisches Gehirnjogging, was irgendwie in den USA und so weiter rauskam, aber erst 2017, 18 für Europa. Also es blieb halt echt ein halbes Jahrzehnt bei uns kommt irgendwann bei euch raus. Und ich hab's hier. Noch eingepackt. Nee, obwohl ich gar nicht mal. Ich hab's auch ausgepackt. Ich hab's gespielt. Aber ich hab's nicht let's played oder so. Nintendo's fans were worried about how old their brain diabolisches was. Gehirnjogging? On February 10th, we're going to launch the next game in this series. And this time, it is designed to address a problem I think everyone can relate to. In an era when most everyone has multiple connected devices, from laptops to smartphones and more, scientists and studies are saying that people are starting to suffer from information overload and information addiction. We're being bombarded with email, text messages, and constant social media updates that distract us from the things that we should be focusing on. It can be quite challenging. Ja, das ist ein Problem, das gab es früher nicht. So in der Form gab es vor 20 Jahren nicht. Wenn du da dein Fernsehen nicht angemacht hast oder ein Radio, hast du keine Informationen. So. Das ist der Wahnsinn. Heutzutage, die reden jetzt noch von mehr Einflüssen, aber es trotzdem, man muss damit klarkommen. Ich verstehe, dass nicht alle Leute damit klarkommen. Es gab auch Momente, wo ich zu viel irgendwie auf Social Media rumgeeiert bin, ohne triftigen Grund. Das muss man für sich selbst einfach auch wissen, ne? Also E-Mails, weiß ich nicht, ich gucke kurz in die E-Mails und dann bin ich wieder raus da. Aber ihr wisst, wie ich meine, ne? Man sollte nicht zu sehr ablenken lassen. Man muss sich selbst Grenzen setzen, tatsächlich, sonst verliert man sich im Internet. Das ist ein Internetproblem. To regain focus, making it difficult to get everything done we need to get done. Brain Age concentration training is designed to help address these issues with all new activities designed specifically to test your focus and concentration in just 5 minutes of brain training per. Pass auf. Dr. Kawashimas diabolisches Gehirn. Gehirn? Gibt es dafür einen Wikipedia-Eintrag? Tatsächlich nicht. Gehen wir auf die englische Wikipedia. Nein? Ja, hier ist es ja auch Brain Age. 3DS. Concentration Training. So. Okay, ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Aber hier seht ihr es. Japan 2012, Nordamerika 2013 und bei uns, Europa und Australien, erst im Juli 2017, als es die Switch schon gab. Was ist das für ein riesen Gap? Ich meine, da kam sowieso mit Hey Pikmin, Metroid Samus Returns und so und Superstar Saga Deluxe neue 3DS-Spiele raus, weil die das halt parallel zur Switch haben wollten. Und dann haben sie sich auch gedacht so, ach Mensch, hör mal, die Europäer haben noch gar nicht hier Brain Age. Das Spiel kommt erst
4 Jahre später, ungefähr 4 Jahre später bei uns raus. These exercises are designed to help improve your War working selten memory, zu der Zeit. which is what you rely on for focus and 4 concentration. Jahre später, das ist There's a lot wirklich to read about ungewöhnlich. working memory if you look it up on the internet. But if you've ever found yourself anxious to check your phone or your email during dinner or a meeting, this may be just the game for you. Another major difference between previous Brain Age games is that the Und ich muss sagen, difficulty auch viel scales zu spät, dynamically. ne? Das ist halt so ein typisches DS-Spiel. Genauso wie, muss man sagen, leider Professor Layton. Das sind typische DS-Spiele, die auf dem DS groß geworden sind, oder Nintendogs, die auf dem 3DS dann nicht mehr so die Bühne hatten. Warum auch immer, ne? 3DS hat das nicht mehr so ganz für alle Casuals angeboten, oder es war halt für die, die es interessiert hat, dann auch wieder ausgelutscht. Aber bei uns 2017, der Impact war 0, da war nichts, hat keinen gejuckt. Es war eine kleine Randnotiz für uns Core-Gamer, mehr nicht. Ne? Es wäre besser gewesen, das bei uns auch 2013 rauszubringen. Da wäre es wenigstens statt so ein Impact gewesen, aber die Zeit war um. You do, the more challenging the activity becomes the next Das ist time verrückt, around. ne, dass es diese Part of DS-Spiele the gibt, satisfaction die comes from working your way danach through these wurscht scaling waren. difficulty levels, and you can even share with others and compete against them by comparing your performance to theirs. We've only shown a few of the activities in Brain Age concentration training, so stay tuned for more details. Gar keinen Bock. Thanks, Corey. Ne, also ganz ehrlich, auch IQ-Tests, ne, die sind ja auch nur zuverlässig, wenn du dich richtig reinhängst und deine Grenzen austestest. Es mag vielleicht nicht gut sein fürs Gehirn, aber ich habe keinen Bock, mein Gehirn an die Grenze zu belasten. Ich bin oft genug grenzbelastet, denke ich mir so. Da habe ich gar keine Lust, sag ich mal, mich noch weiter zu stressen. Du wirst ja in diesem Spiel zumindest, eigentlich auch im normalen Gehirnjogging, wirst ja geguckt, ne, was kannst du und was kannst du nicht. Und das macht mir keinen Spaß. Ich habe das oft genug. In our last Nintendo Direct, Ne, brauche ich nur meine letzte Steuererklärung angucken. Das ist noch viel stressiger, da brauche ich kein Kawashima. finally lifted the curtain on Fire Emblem Awakening. But Fire Emblem is a big game, and there's still a ton of info to share and not much time to share it, because Fire Emblem Awakening will be launching in North America on February 4th. Boah. The story of Fire Emblem Awakening begins in Elis, and centers around Lord Chrom, the brother of Elis's holy ruler. Chrom leads a bandit of soldiers who call themselves the Shepherds, and they defend the borders of Elis from Plegian bandits. Joining Chrom are his lieutenant, Frederick, and Lissa, his tomboyish younger sister. And as the quest continues, you'll add more fighters to your troop. Characters like the overconfident Vike, the awkward but caring Sumiya, and Sully, known as the woman to end all men. The story and the relationships between the characters are told through a combination of text-based conversations, in-game cutscenes, and beautifully rendered 3D animated movies. As we noted before, you can position characters. Schön animiert. So sah das niemals auf dem 3DS aus. Ist nicht möglich von den Pixeln. Genauso wie es jede Professor Layton Cutscene auch eigentlich in HD gibt. Oder wo hatte ich das? Bei WarioWare Gold habe ich glaube auch, oder Yokai Watch, die Cutscenes in HD genommen aus dem Internet und ins Let's Play eingebaut, sobald die auf dem 3DS in schlechter Qualität vorhanden waren. Ja, das war halt noch so ein 3DS-Fluch. Animated movies. As we noted before, you can position characters together on the battlefield to increase the bond between them. This can lead to benefits on the battlefield as the two become stronger together, and support conversations can yield new details about their character or even side quests to the main story. There are a number of ways to boost relationships among characters. In addition to positioning. Das sieht halt gar nicht schlecht aus. Ich würde das, glaube ich, lieber spielen als die modernsten Fire Emblem Free Houses und so. Ich glaube, das so mit diesen kleinen Arts, mit den kleinen Textbüchchen und so ein bisschen mehr Richtung Advance Wars, Quadrat, Gameplay. Das würde ich, glaube ich, ein bisschen mehr mögen als die neuesten Teile. Them near each other on the battlefield. Ich glaube, ich habe das sogar. Fire Emblem Awakening? Nee, das einzige Fire Emblem, was ich habe für 3DS, ist Fates. Das habe ich auch auf. Habe ich schon mal gespielt. Was immer noch zu ist, ist Dr. Kawashimas diabolisches Gehirnjogging. Ja, irgendwann wird es mal wertvoll sein. Ich werde es graden lassen und ich habe es trotzdem gespielt. Ich bin mir sicher, ich habe das gespielt.
Das waren noch goldene Zeiten. 2017 hat Nintendo uns die Spiele noch zur Verfügung gestellt, ne? Als Download-Code und als Retail. Und deswegen hatte ich beides und ich konnte es auf Download-Code ausprobieren. Safe, ich habe das gespielt. Und konnte es trotzdem im Regal stehen haben. Aber dann, ihr wisst, ne, nach Mario Odyssey haben sie den YouTubern ja rausgeschmissen, ne? Schade. Aber ich weiß es immer zu schätzen. You can pair them up on the battlefield together, and you can strategically position pairs of units so that a single attack boosts the support level of multiple units. Fire Emblem Fates war dann so das erste, was so richtig anders war. Ich glaube, das war eher klassisch, Awakening. Da gibt es auch mehrere. War das nicht so, dass in Japan das mehrere Editionen waren? Hier sieht man es. Fire Emblem Fates, Birthright, Conquest und Revelation. Und in Deutschland kam das nur als 1 raus, so wie Yokai Watch 3. Gibt es ja auch mehrere Editionen, 3 Stück. Und in Deutschland kam einfach eine Gesamtedition raus. Oder irre ich mich? So, schreibt's mir. Beyond this, support conversations and interactions within the barracks can also boost relationship levels. Apart from relationships, you'll customize your characters with the equipment they carry. Wollen wir mal kritisieren, hier ist kein Screenshot drauf, der irgendwie was verrät. Also die ganz winzigen Dinger sind sogar Artworks. Weapons with unique attributes. Kann nix sehen, wie das aussieht. This gives you much greater involvement and control over the strategies and tactics you take into battle. Early in the story, as the shepherds return to Alyss, they encounter a new threat. Strange undead soldiers that begin to spread across the countryside. But they also encounter a new warrior who comes to their aid. A warrior who claims to be the legendary Marth. There is a lot to like about Fire Emblem Awakening, and dozens of hours of gameplay to be had in the game. Be on the lookout for more details and more trailers in the weeks ahead. If you're a fan of RPGs or story and character driven. Ja, ich habe gerade geguckt, ob da was noch drin wäre, und tatsächlich sind da ein paar 3DS-Spiele drin, die zeigen, dass Awakening oder Fates, was waren das jetzt? Awakening haben die gezeigt, Fates habe ich bis später erschienen. Super Mystery Dungeon, dann haben wir Pokémon Oras. Was haben wir? Hyrule Warriors Legends oder Fire Emblem Fates war das. Tatsächlich das Spiel, wo es drin war. Ah, das sollte es. Gibt es das heute nicht mehr? Nee, ne? Da wo noch ein bisschen Werbung drin ist, das macht absolut Sinn, finde ich. Also das bisschen Papier kostet ja nichts. Nintendo beizulegen, dass so ein kleines Kind halt auch sagen kann, so, das will ich auch. Hey, dieses Yokai Watch, das sieht so lustig aus, das will ich auch haben. New Style Boutique, oh ja. Tomodachi Live, noch nie gehört. Markus, wann spielst du wieder Tomodachi Live? Wann spielst du wieder Tomodachi Live? Wohl schon lange nicht mehr gefragt. Ungefähr ein Jahr nicht mehr. Warum? Driven games, I think you'll find Fire Emblem is a game you do not want to miss. A little over a week ago, Mr. Iwata announced that the latest downloadable content for New Super Mario Bros. 2 would be available free of charge for a limited time, as a way to celebrate the fact that New Super Mario Bros. 2 haben die jetzt schon 20 Mal erwähnt in den letzten Directs. Das reicht doch jetzt, oder? Fans around the world had collected more than 300 billion coins. That pack is based on courses from classic Mario games such as Super Mario Bros. And Super Mario Bros. 3. So it should bring back some good memories for many of you. If you haven't downloaded this free pack yet from the in-game shop, please note that the promotion will end on January 31st, after which it will be available for purchase. And if you visit the in-game shop later today, you'll find something else waiting for you. 2 completely new packs that we are making available today. Each of the 2 new Coin Rush course packs features 3 all-new levels. Coin Challenge Pack C offers a speed run filled with power-ups, an underground labyrinth, and a fiery hot elevator ride. In the Platform Panic Pack, there's no time to get comfortable, as the high-speed course pack keeps the action flowing on moving platforms. Grab as many coins as you can, but don't fall off your ride. These downloadable course packs will be available for purchase within the new Super Mario Bros. 2 in-game shop later today. To close this section, let's take a look at 2 digital games on the way for Nintendo eShop. We start with a hectic trip to Tokyo, where you'll have to beat back lines of dapperly dressed, mob-minded singsters and Tokyo Crash mobs. In this game, you'll have to fight people with people. This unique action puzzler blends live-action video. Ich dachte jetzt kommt sowas wie Tokyo Mirage Sessions FE, aber was ist das denn? With wacky digital graphics, as our heroines, Grace and Savannah, unleash pedestrian-tossing pandemonium on the crowded streets of Tokyo. Das habe ich noch nie gesehen. Hapless bystanders into lines of people, grouping these scenesters by the color of their so japanischer Humor, aber soll ich euch was sagen? Ich find's lustig, ich find's interessant. Outfits to knock them out of line. All I can say is that there is no other game that combines throwing people at people, UFO abductions, and battling ninjas quite like Tokyo Crash Mobs does.
Look for Tokyo Crash Mobs. Mein Highlight dieser Nintendo Direct, ganz klar. Tokyo Crash Mobs. Mobs, Alter. Pass auf. Tokyo Crash Mobs. Wann ist das bei uns erschienen? Weltweit, Januar. Also ein eShop-Spiel. Oh nein! Ich werde es niemals spielen können, oder? Ist das ein... Nein, nur im eShop. Und das meine ich. Guck mal, wir können jetzt, was wir im letzten Video beredet haben, Nintendo, nee, im vorletzten, ich komme schon durcheinander, über Nintendos alte Spiele, dass man nicht mehr spielen kann. Wie habe ich jetzt die Möglichkeit, das Spiel zu spielen? Außer mich Mittel zu bedienen, die Nintendo nicht gerne will. Ne? Ja, wie Metacritic 68, das ist ja wohl der Hammer. Mobs on the Nintendo eShop. There is one more game that will be coming soon to Nintendo. Let's play Tokyo Crash Mobs. Hat keiner Let's Play, das ist dein Ernst? Niemand auf der Welt? Doch, Creeperiano 99. Da gucken wir rein. Ist das italienisch? Comunque, questo gioco funziona in questo modo. Praticamente è come uno Zuma. Interessant, wie der das aufgebaut hat hier von der Capture Card. Come uno Zuma. Se non conoscete Zuma è quel gioco di palline, bisogna 16. raggruppare ogni 3. Story Mode, es hat einen Story Mode. Ad esempio, Story Das hat so diesen Vibe von der Gameboy Kamera, finde ich. Mode. Allein das Menü ist doch schon Gold, oder? Allora. Hey. Ich habe das Spiel noch nicht begriffen, aber... Medaglia, va bene. Allora, wer? Ist ja wohl grandios. First Look von Nintendo. Jetzt nur 4 Minuten ausgehalten. Die 4000 Views wollte abgreifen, ne? Die wollte abgreifen. Okay, pass mal auf. Let's Play Tokyo Crash Mobs Deutsch. Gibt's nicht. Keinen einzigen. Das wäre mein Durchbruch gewesen, Leute. Made for Nintendo of Europe way back in 2012. Der Launch Trailer. Peggy 7. Selbe Trailer, oder nicht? Das ist derselbe Trailer. Weiter geht's. eShop. Harmonite. This is a Ich dachte schon, das wäre jetzt der große Rausschmeißer für diese Direct. fun but challenging rhythm platforming game from Game Freak, the developers of the Pokémon. Alter, Game Freak. We think it will serve as another example. Man hat oftmals was Game Freak so macht, aber das da kenne ich gar nicht. Ein Rhythm-Spiel. Das ist der große Rausschmeißer. Krass. The unique, high-quality gameplay that is coming to Nintendo eShop on a regular basis. Thanks, Corey and Eric. Week after week, month after month, whether at home or on the go, new and unique gaming experiences are found on Nintendo platforms. That means games like Pikmin III, LEGO City Undercover, and Game & Wario for Wii U. That means new adventures in the Fire Emblem and Luigi's Mansion franchises for Nintendo 3DS. We've got something for your body with Wii Fit U, and we've got something for your mind with Brain Age concentration training. Hopefully, it means that we've got something for every type of gamer in the early part of 2013. Please stay tuned to Nintendo.com and our Facebook and Twitter channels for more information. And thanks for embracing Wii U.
And thanks for all of the dass ongoing Facebook noch support so ein of großes Nintendo Ding war, 3DS. ne? I hope that gut, everyone 2013. has a safe and fun holiday season. Until next time. 13 kamen die Spiele raus, 2012 war die Direct. Insgesamt hat mir die aber sehr gut gefallen. Es gab viel zu bereden, es gab viel zu erzählen und ich bin ausgeschweift, das tut mir leid. Aber ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen, rückzuschauen und irgendwann gibt es die nächsten Directs, nämlich das nächste wäre 8. Januar. Es kann nicht. Ach, es ist eine Pokémon Direct. Und dann eine Wii U Direct. Vielleicht machen wir hier wieder was zusammen. Da gucke ich vorher, ob das. Aber für heute nur die eine. Meine Damen und Herren, Dankeschön für die Aufmerksamkeit, fürs dabei gewesen sein. Und was war euer Highlight? Außer natürlich Tokyo Crash Mobs. Hat jemand ein 3DS, wo Tokyo Crash Mobs drauf ist? Ich will das spielen. Okay, dann haut rein. Daumen wäre cool, Gudel.